Hey, heute Morgen möchte ich Denkgrenzen 2 machen. Ein wichtiges Thema und ein paradoxes Thema und meiner Ansicht nach ein sehr, sehr interessantes Thema. Ähm, Ich hoffe, ich kann es gut darstellen. Ich will mal damit anfangen. Es geht ja um Wissen und Nichtwissen im Titel. Und ich fange mal an mit Nichtwissen. Normalerweise würde man ja sagen, wenn man etwas nicht weiß, dann kann man darüber nicht sprechen. Es ist klar, dass das eine Denkgrenze ist. Was soll man sagen über etwas, was man nicht weiß? Nun gibt es im Materialismus ja und das wollte ich als paradoxe Vorstellung vorstellen, diese irgendwie bewusst oder unbewusst oder man könnte sagen verschwommen vorhandene Vorstellung davon, es gebe eine bestimmte Menge von Wissen. Ich habe das mal hier visualisiert mit KI und in dieser Grafik soll der äußere Kreis das gesamte Wissen darstellen. Man kann sich jetzt überlegen, das gesamte Wissen, wie es ist, oder das gesamte Wissen, wie es sein könnte. Schon das ist relativ paradox. Aber mal angenommen, das wäre jetzt das Wissen, das es gibt. Und der Normalmensch würde sagen, von dem gesamten Wissen weiß er einen bestimmten Prozentsatz. Vielleicht, was weiß ich, 20%, 30% oder so. Und was ich hier argumentativ vorbringen möchte, ist, dass im Spiritualismus, wo ja die Information jede Form annehmen kann und wo die Information auch immer differiert, es gibt keine gleiche Information, keine völlig gleiche, keine selbe Information, so ist es besser ausgedrückt, ist natürlich die Information endlos und das somit das Wissen auch. Und in einem ins Verhältnis gesetzt, was auch immer man weiß, mal angenommen, man wäre also sehr, sehr klug und wäre Professor und so weiter und dann hat man ganz viel Wissen, was immer man weiß, wird ins Verhältnis gesetzt zu dieser Unendlichkeit, zu Null. Das ist für mich auch die Versinnbildlichung dem, von der Aussage, ich weiß, dass ich nichts weiß, weil die Information könnte alles sein. Und mal ins Materialistische übersetzt, die Unendlichkeit hat ja diesen Aspekt, dass man sagt, es müsste dann unendlich gehen von der Zeit her. Wenn die Menschheit unendlich Informationen sammelt, in Anführungsstrichen, dann wird die Information natürlich auch unendlich. Und das wiederum wäre, wie gesagt, die Sichtweise des Materialismus. Der Spiritualismus würde es ja eher so sehen, dass man nicht Informationen sammelt, als wären sie irgendwo anders schon vorhanden, sondern man erschafft die Informationen, indem man ist. Die Menschen selber sind die Information, sie sind nicht davon zu trennen. Sie sind nicht davon zu trennen, wie sie ihre Umwelt wahrnehmen. Sie sind überhaupt nicht getrennt von einer äußerlichen Umwelt, denn die gibt es nicht im Spiritualismus. Das ist auch dieser paradoxe Aspekt, den ich hier mal benennen wollte. Das Weltall erscheint ja immer wie etwas, also wie etwas Erfassbares, Abzählbares. Alles, das Wort suggeriert es schon, alles ist immer auch ein Begriff für etwas Abzählbares, etwas, das man da hat. Und dann guckt man einfach drauf. Das wäre unser materialistisches Verständnis der Welt. Es wäre abzählbar, es wäre begrenzt vorhanden in einem Außen. Und unsere Aufgabe ist es, Informationen darüber zu sammeln. Das ist dieses Sammeln. Die Informationen sind woanders und jetzt sind sie hier bei uns. Dann wiederum hat das Weltall für uns diesen unbegreiflichen Aspekt der Unendlichkeit. Ich würde sagen, das Wort unendlich verstehen wir auch überhaupt nicht. Aber ein unendliches Weltall, verbunden mit der Vorstellung, es wäre vorhanden, erzeugt ein Paradox. Ich hatte das an so vielen Stellen schon gesagt. Ich
scheue mich fast ein bisschen, es nochmal zu sagen. Aber diese Geschichte mit den Affen, die Schreibmaschine schreibenden Affen, die im Prinzip jede Version der Bibel da haben und gerade schreiben, in jeder Sprache natürlich. Und übrigens auch in allen Sprachen, die wir nicht kennen. Also das ist paradox. Im Spiritualismus gibt es das natürlich nicht, sondern existent ist nur etwas, das im Bewusstsein ist. Und das hat viele für uns unverständliche Aspekte, aber insbesondere, weil wir ja das Bewusstsein materialistisch so begreifen, es sei unser Bewusstsein und woanders sei das Bewusstsein nicht anzutreffen. Aber ich sage ja immer, das Universum ist ein Bewusstsein. Wir sind umgeben von Geist. Und wir sind nicht die Beobachter des Geistes, sondern wir selber sind der Geist. Aber nicht nur wir, sondern auch, also nicht nur wir Menschen, sondern wir sind, wie gesagt, umgeben von Geist. Und alles, was sich uns darstellt als unsere Umwelt und so weiter, ist Geist. Und das Universum ist ein Bewusstsein. Das wäre der Existenzbegriff. Insofern besprochen. Ja, und das ist auch noch eine eigentlich lustige Sache. Im Materialismus erscheint daher nicht Wissen wie Wissen oftmals. Es erscheint einem so, und das ist eine Denkgrenze, es erscheint einem so, als wäre etwas, was man nicht weiß, sehr eingrenzbar. Und wenn jemand sagt, weißt du das und das, und man sagt dann nein, dann hat man irgendwie nicht das Gefühl, als wüsste man nicht Bescheid, sondern man weiß es ja jetzt. Und man weiß es nicht im Detail oder so, aber man könnte ja jederzeit nachsehen. Und alles das, was man nicht weiß, erscheint einem unproblematisch, erscheint einem nicht so, als sei man dumm oder so, sondern erscheint einem eher wie ein unwesentliches Detail, was man in diesem Moment nicht weiß, aber am nächsten wissen könnte. Es verbindet sich mit der Idee, die Wahrheit in Anführungsstrichen müsse immer an den Tag kommen und so, weil zu jedem Zeitpunkt wir ja dann feststellen, dass etwas da ist. Das war vorher nicht da. Es musste. Es musste zutage treten. Das ist irgendwie unsere permanente Idee, verbunden mit dem Materialismus. Ich hatte das ja schon in der vorigen Sendung ein bisschen beschrieben in Relativität der Erkenntnis, dass wir an jeder Stufe immer denken, wir seien auf der Höhe des Wissens. Und von hier aus werden wir weitere Informationen abrufen von dieser äußerlichen Welt. Und die äußerliche Welt wird sie uns geben und dann haben wir noch mehr Bücher voll mit diesen Informationen. Dass wir sie selber hervorbringen, erschließt sich uns so nicht in dieser Sichtweise, denn wie gesagt, der Materialismus geht ja davon aus, es sei diese materielle Außenwelt vorhanden, die begrenzt ist in sich. Vielleicht sage ich nochmal ganz kurz, wie ich das überhaupt meine. Warum gibt es eine unendliche Menge an Informationen und warum ist die Information nie dieselbe? Also ich will das mal so darstellen. In meiner Vorstellung ist es so, das Raum-Zeit-Kontinuum, von dem Einstein sprach, ist ja so definiert, dass man sagen kann, es gibt keine zwei gleichen Punkte. Also im Raum. Oder selben Punkte, dass man sagen kann, man kommt genau zu diesem Punkt wieder im Raum zurück. Man hat ja die Vorstellung, man geht also zu seinem Schreibtisch und der steht immer da und da komme ich auch wieder zurück an den Punkt im Raum. Und nun kann man ja auf verschiedene Art und Weise sich vorstellen, dass es in Wirklichkeit nicht so ist, denn wir im materialistischen Weltbild, wir rasen ja mit einer Geschwindigkeit von, was weiß ich, vielleicht 100.000 Kilometer durch den Raum in dieser Vorstellung. Und der Schreibtisch rast, ich rase. Wir kommen also, wenn überhaupt, dann in einer Relation wieder zusammen. Aber dass man an denselben Punkt zurückkehren würde, das ist erstens eine Illusion, die schon in diesem Weltbild so nicht stimmen kann. Nun hatte der Einstein die Zeit mit dem Raum verbunden und sagt, man kann zu keinem Punkt zurückkehren, es sei denn, man würde sagen, zu welcher Zeit. Und da die Zeit in unserer Vorstellung eine vorwärts fließende Bewegung hat,
niemals eine rückwärts fließende, sind alle Punkte im Raum einzigartig. Und da es kein Objekt geben kann im Raum, da es kein Objekt geben kann im Universum ohne Raum, sind also alle Objekte einzigartig. Und da im Spiritualismus das Universum ein Abbild eines Bewusstseins ist und natürlich ein gültiges Abbild. Das heißt, es ist eine Visualisierung von etwas, das ja so ist. Gibt es also auch keine zwei gleichen Informationen. Denn der Spiritualismus geht ja nicht davon aus, dass wir ein äußerliches Universum vor uns hätten, sondern ein Universum aus Information. Das wäre also der Grund, warum ich sage, es gibt keine zwei selben Informationen. Was nochmal die Vorstellung befördert, dass wir es mit einer Unendlichkeit von Informationen zu tun haben und dass man nicht sagen kann, dass wir irgendeinen Anteil davon verstanden hätten im Sinne von 10% oder so, sondern wir erschaffen die Information, wir gehen immer tiefer in eine Informationswelt hinein. Man könnte auch sagen, der Weg wird unumkehrbarer. Das Weltall, das Universum wird immer spezifischer, das wir da vor uns haben. Weiß ich gar nicht, wie viel Zeit ist denn jetzt vergangen? Das steht hier schon mal nirgendwo. Ich will trotzdem nochmal, also das ist eine Denkgrenze, dass man glaubt, dass man nicht Wissen vor sich hat und klarerweise ist das eine Denkgrenze, man kann also das nicht denken, was man eben nicht denkt. Und im Materialismus erscheint es uns dennoch so, als wäre das kein Problem. Das Nichtwissen ist erstens sehr eingrenzbar, was völliger Quatsch ist. Und zweitens werden wir es auch noch erfahren. Also wir halten die Informationen, die wir noch nicht haben, für notwendigerweise vorhanden und wir werden sie erlangen. Das ist dann wieder verbunden mit dem Wahrheitsbegriff. Das Zweite ist, und das hat etwas zu tun mit dem, was ich vorher sagte, mit diesem Hineingehen in eine Welt, das Wissen. Das Wissen ist eine Denkgrenze, weil es uns davon abhält, etwas anderes zu wissen als das, was wir wissen. Ihr kennt vielleicht das Gleichnis, ein fernöstliches Weisheitsgleichnis. Der Schüler sitzt mit seinem Lehrer zusammen, beide trinken Tee und der Schüler sagt zu seinem Lehrer, ich möchte auch so viel wissen wie du, ich möchte deine Weisheit erlangen. Wie ist das möglich? Und der Lehrer, der nimmt die Teetasse des Schülers, schüttet sie aus und gießt eigenen Tee hinein. Das bedeutet, der Schüler kann nur dann die Weisheit des Lehrers erlangen, wenn er vorher sein eigenes Wissensgefäß leert, sich frei macht von Wissen. Es gibt dieses Gleichnis auch so, dass man sagt, der Lehrer schüttet in die volle Tasse des Schülers etwas von seinem Tee und dessen Tasse läuft über. Und das bedeutet, eine Tasse kann nur eine bestimmte Menge an Weisheit oder Information fassen. Dann nimmt der Lehrer die Tasse des Schülers, gießt ein bisschen davon aus und gießt wieder etwas von seinem Tee hinein. Das kommt auf dasselbe hinaus. Es bedeutet, dass man sein eigenes Wissen verlassen muss, um anderes Wissen zu erlangen. Ist es nun sinnvoll, eigenes Wissen aufzugeben, um anderes Wissen zu erlangen? Aus der Sicht des Spiritualismus nur bedingt, weil man muss ja irgendetwas wissen und das Bewusstsein muss eine Form haben. Es kann nicht ohne Form sein. Wir als Menschen kommen als die Form in die Welt, als die Aussage, als die Information. Es ist also unsere, ich will nicht sagen Pflicht oder so, aber es ist unsere Natur, eine Information zu tragen, in uns zu tragen. Und wir können da gar nicht drum rum.
Aber wenn man ein bestimmtes Wissen hat, ist das dann notwendigerweise natürlich auch so, dass man von diesem Wissen ausgeht bei jeder weiteren Folgerung, die man macht. Und was ich hier vortrage, ist übrigens etwas, was dann auch ganz praktische Anwendungen hat, wenn man an sein eigenes Leben denkt. Man will vielleicht dieses oder jenes erreichen und dann ist man gefangen in einer Welt, die voll definiert ist. Wie kann man das ändern? Wie kann man sich umdefinieren? Eine, eine Sache wäre zum Beispiel, dass man die Informationen, die man selber ist, nicht dauernd hervorruft, indem man darüber redet oder indem man sie immer wieder denkt, sondern indem man sich mit anderen Dingen beschäftigt, vorzugsweise dem, was man sein möchte. Und wird dann dazu. Ich hatte ja, mit einer Freundin eine Diskussion darüber und wir hatten es besprochen, meine spiritualistische Zen-Erleuchtung. Und da war die Rede von einer Erleuchtung, die zeigte, dass aus meiner Sicht, aus meiner spiritualistischen Sicht, dass die Grenzen der Welt in der Information bestehen und nicht in einer äußerlichen Welt. Das war meine Interpretation, als sie mir das erzählte. Man kann sich ja das nochmal ansehen, dieses Video Nummer 64. Und dass die Information eine solche Struktur hat, dass sie sich gegenseitig immer wieder bedingt. Das war diese Spiegelwelt, von der da die Rede war. Sie hat das anders interpretiert. Und ich wollte an dieser Stelle eigentlich bloß nochmal sagen, es geht ja jetzt nicht darum zu sagen, jemand hat es falsch interpretiert, jemand hat es richtig interpretiert oder so. Es ist aber eine spiritualistische Sichtweise, dass man das so interpretiert. Vielleicht, dass man sagt, die Informationen bedingen sich gegenseitig, die Informationen haben Grenzen oder erschaffen Grenzen. Und das ist ja das Thema, über das ich ja rede, Denkgrenzen. Nun könnte man sagen, das ist eine Fixierung, die ich habe, weil ich dieses Thema für so wichtig halte in unserer Zeit, mit unserem Materialismus, der allgegenwärtig ist. Und die Interpretation meiner Freundin wäre richtiger. Sie sprach davon, eine absolute Existenz erfahren zu haben. Und ich sagte, eine absolute Existenz kann es nicht geben, aus meiner Sicht. Aber, und ich wollte diesen Aspekt an dieser Stelle nochmal dazu sagen, wenn man davon ausgeht, dass der Zen-Buddhismus, ich weiß nicht wie alt, vielleicht 1500 Jahre, sagt man. Ich persönlich glaube, das ist bestimmt viel älter, eine Aussage hat über die Lehre oder die Leerheit, dann ist das im Prinzip genau das, was im Prinzip ich meine. Es ist tatsächlich eine Leerheit vorhanden. Man könnte diese Leerheit als das sehen, was die Informationswelt hervorbringt, in der wir sind, dieses Bewusstsein, in dem wir sind. Es ist eine Ebene, auf die wir keinen Zugriff haben. Und natürlich können wir sie uns trotzdem irgendwie vorstellen, aber ich denke, am Ende wird man sagen müssen, man hat da keinen Zugriff drauf, wie genau das passieren soll. Das ist eben diese Begrenzung auch des Denkens im Spiritualismus, der diese Begrenzung erscheint im Materialismus wie nicht vorhanden. Denn im Materialismus rufen wir ja Informationen von einem Außen ab. Und wer könnte uns, kluge Menschen, darin begrenzen, dass wir immer noch mehr Informationen abrufen? Wir machen einfach immer so weiter und am Ende haben wir alle Informationen. So ist die Denkweise. Spiritualismus eben nicht. Und wenn die Leerheit also diese hinter den Dingen liegende, hervorbringende Ebene ist, die die Denkwelt hervorruft, dann wäre das eine Interpretation. Das andere ist, dass man sagt, die Leerheit ist das Nicht-Gedachte, etwas, das keine Form hat. Das wiederum kann man nicht beschreiben und es ist völlig unmöglich, es in Worte zu fassen, was wiederum stark mit diesen Erleuchtungserlebnissen korrespondiert. Denn am Ende ist das, was da gesagt wird,
dass man es nicht sagen kann, man muss es erleben. Nun gibt es ganz wenige Menschen, die das erleben und man kann darauf nicht wirklich Zugriff haben. Ich interpretiere es natürlich nur aus meiner Sicht. Ich hoffe, das ist ein bisschen kohärent hier, was ich hier vorgetragen habe über Denkgrenzen, Nichtwissen und Wissen. Und ihr konntet dem etwas entnehmen. Das wäre mein großer Wunsch. Und wenn euch das gefallen hat, dann lasst bitte ein Like da und ein Abonnement und wie gesagt die gute alte Glocke. Und ich verabschiede mich erstmal an diesem frühen Morgen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. I can take your anger, baby. I can hold your pain. In a night full of thunder and sideways rain.